Hallo, mein Name ist Christian Bratz. Heute sind wir hier im Showroom bei Trilux und zwar im Außenleuchtenbereich. Heute geht es um das Thema insektenfreundliche Beleuchtung. Und zu dem Thema habe ich mir unseren Experten Kai Winkowski aus der Akademie geladen. Kai, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Kai, über was unterhalten wir uns? Was sind die Themen? Also ich möchte erst mal zeigen, warum fühlen sich überhaupt Insekten zum Licht hingezogen. Des Weiteren können wir natürlich auch was dagegen tun. Also was für Schritte muss ich einleiten, um den Insektenschutz zu fördern? Und zu guter Letzt will ich dir auch zeigen, dass eine Trilux-Leuchte sehr insektenfreundlich ist. Ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Am Anfang, du hast gerade gesagt, wie wirkt das Licht auf Insekten? Wie wirkt sich das aus? Wie funktioniert das? Also zuletzt muss man natürlich sagen, dass zwar Licht zu diesem Phänomen beiträgt, aber wirklich nur einen kleinen Bereich im Verhältnis zu anderen Sektoren ausmacht. Schließlich brauchen wir natürlich Licht für die Sicherheit beim Arbeiten oder wenn du über die Straße fährst mit deinem Auto, um Sachen zu erkennen. Dieses Licht können natürlich auch Insekten sehen. Und das, was wir als normal akzeptieren oder hinnehmen, also so eine Straßenleuchte, erweckt halt sehr großes Interesse bei den Insekten, weil die halt, oder manche von denen, Licht als deren eigene Orientierung benutzen. Wenn wir jetzt die Straßenbeleuchtung anschalten, die natürlich deutlich heller ist als zum Beispiel so ein Stern, was sie normalerweise benutzen, kann es gut sein, dass sie irgendwann sehr verwirrt sind. In diesem Fall fliegen sie dann zu der Leuchte und sind nach kürzester Zeit desorientiert. Das liegt vor allem daran, wenn sie näher zur Leuchte kommen, steigt natürlich die Lichtintensität und deren optischen Sehnerven sind dann halt überreizt. Wenn ich jetzt eine Beleuchtungsanlage habe oder gerade neu plane, auf was muss ich achten, dass ich sowohl schöne Beleuchtung, qualitativ gute Beleuchtung habe und trotzdem auch Insektenfreundlichkeit beachte? Was rätst du da? Der wichtigste Punkt bei Insektenfreundlichkeit: schalt die Beleuchtung aus, wenn du sie überhaupt nicht brauchst. Es ist ja oft der Fall, dass man sieht, dass gerade die Straßenbeleuchtung die ganze Nacht bei 100% läuft, in manchen Städten oder Bereichen von Städten. Und wir beide wissen, dass oftmals nach Mitternacht gar nicht mehr so viel los ist. Und das macht es einfach so sinnvoll, Lichtmanagementsystem einzusetzen, wie zum Beispiel das LiveLink, was zu bestimmten Zeiten das Licht herunterfährt oder halt auch komplett ausschaltet. Oder es geht natürlich auch nur, wenn du vielleicht vorbeifährst, also wenn jemand die Leuchte passiert. Da habe ich noch niemals einen Schalter umzulegen, das läuft alles vollautomatisch mit einem Kalender oder mit einer Zeitsteuerung. Und so kann ich nicht nur viel Energie sparen, sondern tue auch was für den Insektenschutz. Der nächste große Schritt ist: tausch alte Lampen mit LEDs aus und einer maximalen Lichtfarbe von 4000 Kelvin. So können wir eine Reduktion der Insekten von bis zu 25% an der Leuchte erschaffen, im Vergleich zu einer Natrium-Hochdrucklampe, die ja noch weit verbreitet ist. Man kann das natürlich noch verbessern, indem man warmweißes Licht nimmt. Man muss aber dabei beachten, dass natürlich so eine 4000 Kelvin LED-Leuchte deutlich effizienter ist. Und schließlich sollte ich immer eine hohe IP-Schutzart haben bei der Leuchte. Das heißt eine hohe Dichtigkeit, die mindestens bei IP54 liegen sollte. So kommen die Insekten nicht rein, brauchen auch nicht rauskommen und sterben auch nicht drin. Wie kann mich jetzt Trilux dabei unterstützen, eine tolle, qualitativ hochwertige Beleuchtungsanlage zu planen, zu gestalten oder auch im Bestandsbereich dann genau diese Themen zu beachten? Wie kann mich Trilux dabei unterstützen? Also zuerst kann ich sagen, dass all unsere Außenleuchten, die du bei uns kaufen kannst, insektenfreundlich sind. Alle bringen eine hohe IP-Schutzart mit sich, mindestens IP54, wie eben angesprochen, sogar meist im Bereich von IP65 oder 66. Weiterhin verkaufen wir halt nur insektenfreundliches LED-Licht, also das ist schon der nächste große Schritt. Und jede LED-Leuchte kann mit verschiedenen Lichtfarben ausgestattet werden. Das heißt, willst du es besonders insektenfreundlich, gibt es die Leuchte auch in 3000 oder zum Beispiel in 2700 Kelvin. Aber nur dann, wenn wir wirklich deine Leuchte, die du ausgewählt hast, auf deine Applikation adaptieren, kriegen wir das beste insektenfreundliche Licht, will man so sagen. Das heißt, wir können dann die richtige Power, die richtige Lichtverteilung und Lichtfarbe definieren und schaffen so das richtige Licht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Kai, vielen Dank für die interessanten Insights. Tiefergehende Informationen finden Sie natürlich hier verlinkt, auch tiefere Informationen über die Akademie und weitere Informationen sind alle hier verlinkt und ich freue mich, Sie wiederzusehen bei einer der nächsten Videos. Bis bald.